Glauben Sie wirklich, die Dinosaurier waren von Natur aus die Herrscher dieser Welt? Dass rohe Gewalt und ein Brüllen, das den Himmel zerreißt, ihr automatisches Ticket zur Weltherrschaft waren? Falsch. Vollkommen falsch. Bevor sie den Thron bestiegen, war die Erde ein gigantisches Schlachthaus. Vor 252 Millionen Jahren versuchte dieser Planet, alles Leben auszulöschen, in einer Katastrophe, die Wissenschaftler schlicht das große Sterben nennen. Die Dinosaurier begannen nicht mit Macht. Sie begannen mit Verzweiflung in der Dunkelheit von Erdhöhlen, verachtet von Raubtieren, die weitaus gewaltiger waren als sie selbst. Schließen Sie die Augen. Wir kehren zurück zum ersten Herzschlag einer neuen Ära, dorthin, wo die Ahnen des T-Rex noch wie scheue Schatten durch das Unterholz huschten. Verborgen im Schatten uralter Giganten warteten sie geduldig auf einen Riss im Gefüge des Schicksals, um sich zu erheben und den Thron der Erde an sich zu reißen. Vergessen Sie den Chicxulub-Asteroiden. Das Massenaussterben am Ende des Perms war der wahre Albtraum. Stellen Sie sich vor, die Erdkruste im heutigen Sibirien reißt auf einer Fläche auf, die doppelt so groß ist wie Europa. Kein einzelner Vulkan, sondern ein ganzer Landstrich, der über 1 Million Jahre lang ununterbrochen Lava erbricht. Kaum zu glauben, oder? 1 Million Jahre lang spie die Erde ihr glühendes Inneres nach außen, bis selbst der Himmel unter der Last aus Ruß und Feuer erstickte. Diese Lavamassen verbrannten gigantische Kohleflöze unter der Erde und setzten Milliarden Tonnen CO2 und Methan frei. Die Erde wurde zu einer tödlichen Hitzefalle. In Äquatornähe erhitzten sich die Ozeane auf 40 Grad Celsius, eine Temperatur, bei der die Proteine in lebenden Organismen bereits zu denaturieren beginnen. Doch die wahre Tragödie spielte sich unter der Wasseroberfläche ab. Heißes Wasser kann kaum Sauerstoff speichern. Die Ozeane verwandelten sich in ein saures, giftiges Becken voller Schwefelwasserstoff. Betrachten Sie die uralten Korallenriffe. Sie verbrannten nicht, sie wurden von der Säure aufgelöst. Übrig blieben nur weiße Friedhöfe in der dunklen Tiefe. An Land kämpften die Giganten jener Zeit wie der Gorgonopsid um jeden Atemzug. Betrachten Sie dieses Wesen. Ein 3 Meter langer Apex-Predator mit 12 Zentimeter langen Säbelzähnen. Eine bizarre Mischung aus Reptil- und Säugetiervorfahr. Doch all seine Kraft ist wertlos, wenn die Atmosphäre keinen Sauerstoff mehr bietet. Seine Muskeln zittern, sein Brustkorb hebt und senkt sich verzweifelt. Seine Lungen werden von Vulkanasche verstopft, die fein ist wie Puderzucker. Er bricht einsam zusammen. Dies ist die Geburtsstunde des grauen Planeten. Eine stille Welt, ohne Vogelgezwitscher, in der nur der giftige Wind durch die leeren Augenhöhlen der gefallenen Könige pfeift. Millionen Jahre vergehen. Die Wunden der Erde schließen sich, doch sie hinterlassen ein völlig neues Gesicht. Willkommen in der frühen Trias, der Ära des roten Planeten. Da alle Landmassen zum Superkontinent Pangäa verschmolzen sind, erreicht die Feuchtigkeit der Ozeane das Landesinnere nicht mehr. Die Folge? Ein riesiges Herzstück des Kontinents verwandelt sich in eine gewaltige Eisenoxidwüste. Der Sand hier ist nicht goldgelb. Er ist tiefrot, trocken und so scharfkantig wie winzige Glassplitter, die jede Haut aufscheuern. Stellen Sie sich das vor. Die Tagestemperaturen klettern regelmäßig über 60 Grad. Das Klima wird von den Panga-Supermonsunen diktiert.
Staubstürme, so hoch wie Gebirgsketten, fegen über das Land und schleifen selbst den härtesten Fels in bizarre Skulpturen, wie Schachfiguren des Teufels, zucken durch trockene Staubwolken, ohne dass ein einziger Tropfen Regen fällt. Das Klima ist so extrem, dass es das Leben förmlich auswirkt. Wer hier nicht fähig ist, Wasser in seinem Körper zu speichern, wird innerhalb weniger Stunden zur Mumie. In dieser Welt muss jedes Lebewesen zum biologischen Architekten werden, um jeden Milliliter Flüssigkeit zu bewahren. Doch sie werden nicht glauben, was als nächstes geschah. Inmitten dieses Hochofens erhob sich eine Flora, die aussieht, als stammte sie von einem fremden Planeten. Suchen Sie nicht nach bunten Blumen oder weichem Gras. Diese Welt kennt keine Blüten. Alles ist in ein dunkles Grün und aschiges Grau getaucht. Die Vegetation besteht aus gepanzerten Pflanzen. Am Boden, dort wo die Asche noch schwer in der Luft liegt, krallen sich die Pleuromea fest. Sie sind die Pioniere der Einöde, Helden einer Zeit nach dem Untergang. Ohne Zweige, nur ein einsamer, aufrechter Stamm, gekrönt von einem Schopf aus schwertartigen Blättern. Sie waren die Ersten, die es wagten, in einer Welt aus Gift und Schwefel wieder zu atmen. Über ihnen ragen die Schachtelhalme empor. Vergessen Sie die kleinen Gewächse am Wegrand von heute. Hier sind sie Giganten, so hoch wie 5-stöckige Gebäude. Ihre Stängel sind mit Kieselsäure gesättigt, dem Hauptbestandteil von Glas. Eine brutale Verteidigung. Wer versucht, sie zu fressen, dessen Zähne werden abgeschliffen, bis er verhungert. Wenn der Wind weht, rauschen sie nicht. Sie erzeugen ein trockenes Klappern, das wie das Aneinanderschlagen von Knochen klingt. Dazwischen stehen die Zykadeen. Ihre Stämme sind in eine dicke, schuppige Rinde gehüllt, die wie ein Panzer fungiert. Er schützt das Leben im Inneren vor der brennenden UV-Strahlung und der unerbittlichen Hitze. Ihre Blätter sind so starr und scharf, dass sie Fleisch aufschlitzen könnten. Und hoch über allem ragen die Araukarien empor, die Architekten dieses fahlen Himmels. Ihre Zweige sind keine weichen Äste, sondern geometrische Meisterwerke aus scharfkantigen Schuppen, die wie Drachenhaut den Stamm umschließen. Diese Nadeln fallen nicht. Sie bleiben jahrzehntelang bestehen, als würden sie die Zeit selbst festhalten. Wer diese Giganten berührt, spürt kein Holz, sondern kalte, steinerne Beständigkeit. Selbst der uralte Ginkgo fügt sich in diese Festung ein. Seine fächerförmigen Blätter sind dick und zäh wie Leder, überzogen mit einer Wachsschicht, die jeden Tropfen Wasser verteidigt. Es herrscht eine unheimliche Stille. Kein Summen von Bienen, kein lockender Duft. Nur der herbe Geruch von Harz, der beißende Hauch von Schwefel und das Pfeifen des Windes durch stahlharte Blätter. Wer kann in dieser roten, trockenen Welt bestehen? Die Antwort ist der Lystrosaurus. Er sieht untersetzt aus wie ein Schwein, besitzt aber extrem kraftvolle Vorderbeine, um Tag und Nacht zu graben. Sein wertvollstes Merkmal ist sein Schildkrötenschnabel. Eine Hornscheide, hart wie Stahl, die es ihm erlaubt, die kieselsäurereichen Schachtelhalme zu zermalmen, an denen andere scheitern würden. Seine Stoßzähne sind keine Waffen, sondern biologische Schaufeln, mit denen er tief unter die ausgedörrte Oberfläche dringt, um nach wasserreichen Wurzelknollen zu suchen. Doch während Lystrosaurus die Ruinen der Welt besiedelt, entwickelt sich in dunklen Erdhöhlen eine andere Gruppe im Verborgenen. Die Cynodonten, unsere fernen Vorfahren. Betrachten Sie das feine Fell auf ihrem Rücken, ein monumentaler evolutionärer Durchbruch,
um die Körpertemperatur stabil zu halten. Sie haben lange, hochempfindliche Tasthaare, um sich in der totalen Finsternis ihrer Gänge zurechtzufinden. Warum verstecken sie sich? Weil an der Oberfläche der Postosuchus lauert, der effizienteste Mörder der Trias. 2 Meter hoch, 6 Meter lang, mit einem Knochenpanzer auf dem Rücken. Sehen Sie, wie er sich bewegt. Seine Beine stehen senkrecht unter dem Körper, was ihm kraftvolle Schritte und enorme Schnelligkeit verleiht. Wenn er brüllt, erzittert der Schachtelhalmwald. Die Dinosaurier sind zu dieser Zeit winzig wie Katzen. Sie huschen durch den Schatten wie Bettler. Doch das ist nur die Oberfläche der Geschichte. Halten wir kurz inne. Wenn Sie in der Trias stünden und darauf wetten müssten, wer die Erde für die nächsten 150 Millionen Jahre beherrscht, würden Sie zweifellos den gigantischen Postosuchus wählen. Doch Sie würden alles verlieren. Denn in ihrer vermeintlichen Schwäche besitzen die Dinosaurier eine Geheimwaffe, die jeden Rivalen in den Schatten stellt. Es sind nicht die Zähne. Es ist ein kleines Loch im Hüftknochen und ein Lungendesign direkt aus der Zukunft. Wollen Sie wissen, wie ein winziges Wesen die Giganten stürzen konnte? Warum sie stundenlang rennen konnten, während ihre Gegner nach wenigen Sprüngen nach Luft rangen? Die Antwort liegt in ihrer exklusiven Biotechnologie. Bleiben Sie dran, denn dieses Geheimnis wird Ihren Blick auf die Geschichte für immer verändern. Glauben Sie mir, Sie werden das Huhn in Ihrem Garten danach mit völlig anderen Augen sehen. Die ersten Dinosaurier, wie Eoraptor, vollzogen einen gigantischen Sprung in der biomechanischen Konstruktion. Zuerst das offene Hüftgelenk, Acetabulum. Schauen Sie sich Ihre Konkurrenten an. Die Beine stehen noch immer leicht ab, das Hüftgelenk ist massiv. Jeder Schritt zwingt sie dazu, die gesamte Wirbelsäule zu biegen. Das kostet Unmengen an Energie. Die Dinosaurier hingegen haben ein Loch im Hüftknochen, in das der Oberschenkelknochen senkrecht einrastet. Es ist der Wechsel von einem schwerfälligen Ochsenkarren zu einem Formel-1-Wagen mit modernster Aufhängung. Doch der wahre Schock ist das Atemsystem, die Luftsäcke. Die Welt der Trias leidet unter akutem Sauerstoffmangel. Die Dinosaurier entwickelten eine Atmung, die heute nur noch Vögel besitzen. Ihre Lunge ist kein einfacher Blasebalg wie unsere. Nein, sie haben zusätzliche Luftsäcke, die bis in die hohlen Knochen reichen. Unvorstellbar, oder? Wenn ein Dinosaurier einatmet, strömt Luft in die Lunge. Wenn er ausatmet, wird die Reserve aus den Luftsäcken erneut durch die Lunge gepresst. Das bedeutet, sein Blut wird sowohl beim Einatmen als auch beim Ausatmen ununterbrochen mit Sauerstoff versorgt. Es ist ein biologischer Turbolader. Während die riesigen Gegner nach Luft japsen, rennt der Dinosaurier weiter. Er gewinnt nicht durch Kraft, sondern durch absolute Effizienz. Und dann spielte die Natur ihren letzten Trumpf aus. Vor etwa 232 Millionen Jahren löste eine Kette gewaltiger Vulkanausbrüche eine globale Erwärmung aus, die ein bizarres Phänomen hervorrief, das Karnische Regenereignis. Stellen Sie sich eine Welt vor, die seit Jahrmillionen Staub frisst und nun plötzlich von Regenfällen heimgesucht wird, die 2 Millionen Jahre lang anhalten. Ja, Sie haben richtig gehört. 2 Millionen Jahre ununterbrochener Regen. Das Wasser ließ die Wachsschichten der alten Wälder verrotten. Die Luftfeuchtigkeit stieg massiv an und neue, nährstoffreichere Pflanzen wie gigantische Baumfarne schossen aus dem Boden. Die Welt wurde zu einem riesigen Sumpf. Und genau jetzt schlug die Stunde der Dinosaurier. Die alten Herrscher, die perfekt an die rote Wüste angepasst waren, verloren den Halt. Ihre Beine versanken im Schlamm. Ihre Lungen kamen mit der extremen Feuchtigkeit nicht zurecht.
Sie starben massenhaft aus. Die Dinosaurier hingegen mit ihren hohen senkrechten Beinen bewegten sich mühelos durch den Morast. Ihre Hochleistungslungen dominierten die neue Atmosphäre. Besonders die Gruppe der frühen Langhalsdinosaurier, Sauropodomorpha, wie Saturnalia, wuchsen rasant, da sie die hohen Baumkronen erreichten, die für alle anderen unerreichbar waren. Sie mussten ihre Rivalen nicht im Kampf besiegen, sie mussten sie nur überleben. Das Imperium der wahren Könige wurde in den Schlammlöchern des Kraniums geboren. Die Dinosaurier beherrschten die Welt nicht, weil sie von Anfang an die stärksten waren. Sie herrschten, weil sie die dunkelsten Tage in den Höhlen des Perms überstanden hatten. Weil sie lernten zu atmen, als es keinen Sauerstoff gab, und weil sie lernten aufrecht zu stehen, als alle anderen noch über den Wüstenboden krochen. Das Vermächtnis der Asche lehrt uns, Dominanz gehört nicht dem, der heute am stärksten ist, sondern dem, der bereit ist, seine gesamte Struktur zu verändern, um sich an eine unvorhersehbare Zukunft anzupassen. Extreme Krisen sind oft der Katalysator für die größten Dynastien des Planeten. Was denken Sie? Wäre das große Sterben nicht passiert, gäbe es uns Menschen heute überhaupt? Oder würde die Welt noch immer den riesigen Krokodilreptilien gehören? Schreiben Sie es mir in die Kommentare, ich lese jeden einzelnen davon. Und vergessen Sie nicht, abonnieren Sie den Kanal und aktivieren Sie die Glocke, denn in der nächsten Episode betreten wir die Jurazeit, wo Größe keine Grenzen mehr kennt und die gefährlichsten Jäger der Geschichte die Bühne betreten. Bis zum nächsten Mal in der Ära der Giganten.